Wunderschönen Tag hier aus Tamanrasset. Es ist jetzt 9:40 Uhr. Wir sind um 5 Uhr gestern hier eingetroffen, nach knapp 24 Stunden Anreise. Und ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen daran gewöhnen, dass hier kein Winter ist, sondern Temperaturen jetzt schon irgendwie bei 15 Grad liegen und die Sonne scheint. Ich bin gestern von Frankfurt nach Paris geflogen, von Paris nach Algier, und da hat sich die Visa-Einholung relativ schwierig gestaltet. Es gibt ein Visa on Arrival, das war eigentlich bislang immer kostenlos, ist jetzt seit wenigen Monaten kostenpflichtig, und zwar gewaltig, also 365 € für 3 Wochen. Und die ganze Visa-Einholung mit dem Warten hat uns über 3 Stunden Zeit gekostet. Ich musste noch mein Gepäck abholen, den Flughafen wechseln, und dann wurde der Flug nach Tamanrasset um 2 Stunden nach hinten verschoben, sodass wir erst nach 1 Uhr geflogen sind. Dann am Flughafen wieder warten, Gepäck holen, Pässe zeigen und dann warten, bis der Konvoi zusammengestellt ist. Aus Sicherheitsgründen wird hier vom Flughafen im Konvoi in die Stadt gefahren. Das sind, glaube ich, nochmal 15 Kilometer, sowas um den Dreh. Und dann habe ich relativ schlecht geschlafen, also vielleicht 3 Stunden. So um 10 Uhr ist Frühstück, und dann machen wir uns langsam auf den Weg. Ich habe meine Sachen umgepackt und ich bin auch ziemlich müde, aber ich freue mich, dass ich endlich hier bin. Wir hatten unser kleines Frühstück und sind jetzt auf dem Weg in die Innenstadt von Tamanrasset und wollen auch ein bisschen was einkaufen für den Trek, insbesondere aber nicht nur für jeden Tschech. Und fahren hier gerade so ein bisschen durch die Stadt. Die ist wirklich extrem voll und wohl auch in den letzten Jahren massiv gewachsen, aber ansonsten irgendwie relativ unspektakulär. On va attendre les gendarmes. We wait for the police. Ja, auch hier herrscht wieder Konvoipflicht. Das heißt, wir stehen jetzt hier erstmal und warten, bis die Polizei kommt, dass wir mit Begleitschutz dann zu den Dromedaren kommen. Les peintures, oui, sont des travaux d'artistes. Il n'y a pas des erreurs. Et c'est bien fini. Là, on voit que c'est... Et ça, c'est quelque chose de céramique ou cette figure? Oui, je ne sais pas si c'est encore d'une femme ou bien un animal. Zwei Polizeifahrzeuge mit irgendwie 6 Polizisten haben für unsere Sicherheit hierher gesorgt. Die fahren jetzt gerade wieder ab. Wir werden dann, denke ich, hier demnächst die Dromedare beladen und von hier aus losfahren. Und ja, es ist echt schön. Es ist so, wie ich es mir vorgestellt habe momentan. So, wir bleiben heute Nacht doch hier. Hintergrund ist der, dass die Polizei, die da hinten kampiert, uns eigentlich begleiten müsste. Allerdings haben wir so den Kompromiss gefunden, dass sie nur für eine Nacht bei uns bleiben.
Das ist dann hier die Nacht an unserem Startpunkt. Es ist jetzt auch schon 14 Uhr und die Sonne geht um 6 unter. Und morgen bewegen wir uns dann in diese Richtung weiter und dann ohne Polizeieskorte. Ja, es ist warm, es sind bestimmt irgendwie 18 Grad, aber der Himmel ist voller Staub und es ist so ein ganz komisches Licht, nicht besonders gut zum Fotografieren. Es geht die ganze Zeit so ein konstanter Wind, das ist ganz angenehm. Irgendwie würde ich heute schon gerne ein bisschen weitergehen, aber so ein Ruhetag wäre auch nicht schlecht. Ich meine, ich habe gestern eine 24-Stunden-Anreise hinter mir und habe irgendwie in der letzten Nacht dann, wenn es hochkommt, 3 Stunden geschlafen. Und wir haben ja noch mehr als genug Zeit. Ja, guten Morgen. Es ist jetzt kurz vor 7. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen und es ist noch etwas kühl und neblig hier. Die letzte Nacht habe ich glaube 9 Stunden geschlafen oder so. Davor die 2 Nächte aber fast gar nicht. Aber ich fühle mich gut, nur ein bisschen müde. Baue jetzt mein Zeug ab und dann frühstücken wir was. Ja, wir haben ja so unser Zeug soweit zusammengepackt, warten jetzt auf die Dromedare, dass es losgeht. Es ist jetzt ungefähr 8:45. الغلام بس كده يا ودي اصرف انت هي كده انت نخنا على قلت عورك اننا تحقر العوده نخنا على قلت تبض اصرف انها يتوب انا هوريك قيتك يا مولا هوريك So, die Dromedare sind jetzt beladen. Es ist jetzt 11:30 und wir machen uns dann demnächst auf den Weg.
Wir sind jetzt seit einer Stunde etwa unterwegs und überall ist der Himmel noch so total diesig. Ich weiß nicht genau, ob das Luftfeuchtigkeit ist oder Staub, aber es ist wie so ein Filter über der Sonne und die Berge in der Distanz sind nur so schemenhaft auszumachen, weil überall dieser Film in der Luft liegt. Das ist ganz merkwürdig. Ich bin mal gespannt. Es wäre natürlich schön, wenn wir mal so ein bisschen klaren Himmel hätten. Dann kann man die Landschaft etwas mehr genießen. Ja, wir haben hier gerade gerastet und der Esel ist uns irgendwie gefolgt und hat höflich gewartet, bis wir weg waren, um unsere Orangenschalen zu fressen. Das finde ich ganz spannend. Ja, wir haben eine kurze Rast gemacht und gehen jetzt weiter. Es ist schon relativ spät, schon nachmittags. Die Sonne geht hier spätestens um 19 Uhr unter, das heißt, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich denke, noch 1,5 Stunden wird es weitergehen und dann werden wir das Lager aufschlagen für heute. Ja, entlang des Wadis, wo wir eben lang gelaufen sind, findet man immer wieder Spuren, und zwar viele, von Fennecs, Schakalen, Gazellen. Also in der Nacht scheint hier doch einiges unterwegs zu sein. Die Spuren sind größtenteils auch frisch, also von letzter Nacht. Das ist schon ganz spannend. So karg und leer, wie es hier auf den ersten Blick wirkt, ist es auf keinen Fall. Ja, es ist wirklich eine grandiose Aussicht hier.
Leider ist so viel Staub in der Luft, dass man die Berge nur so durch so einen verwaschenen Filter erkennen kann. Ist echt schade, aber vielleicht haben wir Glück und es klart jetzt irgendwie noch im Laufe der Nacht auf. Ja, der erste Tag unseres Trecks im Hoggargebirge geht zu Ende. Wir sind heute Morgen relativ spät aufgestanden, so gegen 7, haben dann so um 8:30 Uhr gefrühstückt. Bis die Dromedare dann eingefahren und beladen waren, war es allerdings schon fast 13 Uhr. Also die haben sich kilometerweit verteilt, sodass es eine größere Suchaktion war. Dann sind wir etwa 2 Stunden gelaufen, eine Pause eingelegt. Und das ist alles hier relativ leichtes Terrain. Also zum Teil auch noch Fahrspuren und so, denen man folgen kann, Wadis, die wir entlang gelaufen sind. Leider ist das Wetter eigentlich so wie gestern. Das heißt, im Himmel ist sehr viel Staub und dadurch wirkt alles, wie wenn man durch so einen schmutzigen Filter schaut. Und das ist wirklich schade, weil hier gibt es einige echt schöne Berge, aber die sieht man nur so schemenhaft hinter dem ganzen Staub in der Luft. Wir sind jetzt an unserem Lagerplatz hier angekommen, in so einem alten Flussbett hier, das momentan trocken liegt. Und während die Kamele hier die Akazien abweiden, haben wir das Camp aufgebaut, machen was zu essen. Und es ist jetzt aktuell schon 5:30, so in 1,5 Stunden geht die Sonne unter. Und dann gucken wir, dass wir morgen ein bisschen früher loskommen. Alles in allem ist eine schöne Gegend hier, ist jetzt noch nicht so spektakulär, aber wir sind auch noch ganz am Anfang. Ich hoffe wirklich, dass der Himmel noch aufklart, weil es ist total schade. Man sieht irgendwie Berge in der Ferne, aber man sieht nur den Schatten. Man kann eigentlich überhaupt keine Details erkennen, weil es einfach viel zu viel Schwebstoffe in der Luft sind. Die Dromedare sind immer noch ein bisschen unwillig. Die kleine Gruppe ist eben ausgerissen. Manchmal stehen sie auch einfach noch so auf, wenn man sie belädt. Ich glaube, die müssen sich noch ein bisschen dran gewöhnen, dass sie hier die nächsten Tage ein bisschen arbeiten müssen. Die waren die Zeit davor wahrscheinlich relativ frei und ungezwungen unterwegs.
Ja, heute sind wir erheblich früher aufgebrochen als gestern. Das Wetter ist gut, die Stimmung ist ausgelassen und der Untergrund ist leicht zu gehen. Bei den Dromedaren, die wir dabei haben, handelt es sich ausschließlich um männliche Tiere. Und das Dromedar hier in Front, das als erstes geht, ist anscheinend das Leittier. Wir sind jetzt seit circa 2 Stunden unterwegs und die Landschaft wird abwechslungsreicher. Es ist eine einfach zu gehende Strecke und von Temperaturen her ist es ganz angenehm, weil mal so ein stetiger Wind geht, trotz der bestimmt 20 Grad, die wir aktuell haben. Es ist deswegen nie heiß. Die Luft ist wirklich extrem trocken. Die Nase und die Lippen trocknen schnell aus und man sollte die Sonneneinstrahlung nicht unterschätzen. Gerade wenn man so wie ich aus dem mitteldeutschen Winter kommt. Ja, hinter mir ist ein Gelter. Das ist eine von den wenigen Wasserstellen, die es hier gibt. Und die sind extrem wichtig angesichts des sehr trockenen Klimas hier und der wüstenhaften Landschaft. Man kann hier an den Spuren sehr gut sehen, dass Unmengen an Tieren hierher kommen. Nicht nur Nutztiere, sondern auch Wildtiere. In dem Gelter selbst leben Frösche, da habe ich ein paar gesehen. Und auch die Vögel nutzen das hier, um zu trinken. Also ich glaube, es würde sich hier lohnen, mal sehr früh am Morgen oder spät am Abend hinzukommen. Da
würde man bestimmt einiges sehen. Wir waren so 3,5 Stunden unterwegs und machen jetzt eine wohlverdiente Pause. Und natürlich möchte ich nicht vorenthalten, was es Leckeres zu essen gibt. Das ist schon ein ganz schöner Luxus hier. So, wir sind gerade aufgebrochen zu unserer Nachmittagsetappe und suchen uns dann einen Lagerplatz schon, glaube ich, nach 14 Uhr. Ja, dieses große Geld da hinter mir hat einen für mich schwer aussprechbaren Namen, der darauf zurückzuführen ist, dass hier bis 1910 wohl noch ein Krokodil drin gelebt hat. Aktuell wohl nicht mehr. Und wenn, dann wäre es, glaube ich, ziemlich einsam, weil es gibt sonst keinen Austausch irgendwo anders hin.
Wir bewegen uns jetzt mit den Dromedaren mehr durchs Gebirge, über Gebirgspässe. Und man sieht da, finde ich, ganz gut, dass die nicht für diese Art von Terrain gemacht sind. Die stolpern ab und zu. Es sieht ein bisschen unbeholfen aus. Da hier der Wind fast vollkommen fehlt, fühlt es sich deutlich wärmer an als die letzten Tage. Obwohl es erst wie 9:30 wahrscheinlich ist. War schon ein Eindruck, dass es bestimmt 20, 25 Grad sind. Wir sind jetzt seit fast 2 Stunden unterwegs und folgen dem Fluss, der hier unten läuft. Und das finde ich ganz fantastisch. Bergauf. Also hier windet sich ein Fluss entlang mit kleinen Wasserfällen, den wir immer wieder überqueren. Und an den Ufern findet man sehr viel so ausgewaschenes Salz. Ich habe das nicht erwartet, dass es hier einen Fluss gibt, der Wasser führt. Aber es ist auch Winter, muss man sagen. Eine wirklich schöne Gegend. Wird sehr viel karger, man findet immer weniger Spuren von Menschen, vor allem weniger von dem sonst überall vorhandenen Plastikmüll. Und das Terrain ist auch nicht geeignet für Allradfahrzeuge. Dementsprechend gibt es hier nur so Maultierpfade hoch. Ja, vor einem halben Kilometer habe ich noch erwähnt, dass die Spuren der Zivilisation weniger werden und man weniger Anzeichen für Menschen findet. Und jetzt, 20 Minuten später, stoßen wir auf das. Eine neu gebaute Straße. Wir haben jetzt nach 3 Stunden Gehzeit die erste Pause eingelegt. Wir sind circa 300 Höhenmeter aufgestiegen, jetzt bei etwa 1800 Meter und rasten hier gerade in einem der letzten Flecken Grün, die es hier gibt, damit die Dromedare was zu fressen haben und wir ein bisschen Schatten. Ja, es ist wie eine Mondlandschaft hier. Wir nähern uns den 2000 Meter über Normal Null. Es ist sehr, sehr trocken, sehr windig und alles mit vulkanischem Basalt übersät.
Wir sind jetzt an unserem Lagerplatz für heute Nacht angekommen. Waren wieder circa 6 Stunden reine Gehzeit und sehr abwechslungsreiches Gelände. Was das ein bisschen getrübt hat, ist, wir haben zweimal so eine Straße überqueren müssen und man denkt immer, man ist jetzt so aus dem Gebiet raus, in dem es viele Menschen gibt oder Spuren menschlicher Aktivität, und dann kommt man doch wieder in einen Bereich, der relativ stark frequentiert ist. Also alles, was wir heute zu Fuß erreicht haben, kann man prinzipiell auch mit dem Auto erreichen, bis auf kleinere Ausnahmen. Besonders schön fand ich die Hochebene hinter uns. Die war wie so eine Mondlandschaft, so übersät mit schwarzem Basalt, sonst gar nichts. Sehr karge Gegend. Wir sind mittlerweile auch auf fast 2000 Meter, also 1940 Meter circa, und haben wirklich, wirklich schönen Lagerplatz für die Nacht gefunden. Heute war es etwas klarer als die letzten Tage. Jetzt aktuell ist es wieder ziemlich windig, aber wir haben fantastisches Licht zum Fotografieren. Und nachdem wir letzte Nacht einen sternenklaren Himmel hatten und jetzt noch ein bisschen höher sind und auf so einer Hochebene, möchte ich auf jeden Fall versuchen, heute Nacht ein paar Astrofotos zu schießen. Es ist jetzt ca. 7:30 Uhr. Ich bin vor einer halben Stunde aufgestanden und habe Zelt abgebaut, Sachen gepackt. Wenn die Sonne weg ist, wird es hier schnell empfindlich kalt. Also man kann hier abends auch um 7:30 nicht mehr eigentlich ohne Decke am Feuer sitzen. Die Nacht war sternenklar, es war ein bisschen windig und morgens ist dann auch so gefühlt irgendwie 4-5 Grad. Jetzt hinter mir kommt die Sonne langsam raus und dann wird es schlagartig warm. Ja, wir nähern uns dem Assekrem, dem höchsten Teil des Hoggargebirges. Wir sind jetzt schon knapp über 2000 Meter und das merkt man auch. Es ist zunehmend kühler. Wir sind vor 40 Minuten ungefähr losgelaufen und da habe ich wirklich gefroren. Jetzt, wo die Sonne ein bisschen höher steht, geht's. Aber durch den Wind besteht ein nicht zu unterschätzender Windchill-Faktor. Und das hier dient nicht zur Wahrung meiner Anonymität. Es ist tatsächlich so, dass die Luft hier so trocken ist und durch den Wind, durch die Sonne, die Schleimhäute ganz schnell austrocknen, die Lippen auch. Und da schützt der Tschech vor dem Gesicht ziemlich gut davor. Und die Sonnenbrille natürlich vor der hohen UV-Strahlung.
Wir laufen jetzt auf den Idermann zu. Das ist ein hoher Berg mit einer ganz prägnanten Form. Ich zeige den mal. Die Sonne hat ihren Zenit fast erreicht. Wir sind jetzt seit 2 Stunden 40 ungefähr unterwegs und steigen auf. Und wenn hier kein Wind geht, dann ist es wirklich, wirklich heiß. Wir sind in den vergangenen 3 Stunden etwas über 300 Höhenmeter aufgestiegen und sind jetzt bei 2240 Meter ungefähr. Retrospektiv wäre es wahrscheinlich sinnvoll gewesen, dass man am heutigen Tag früher aufgebrochen wäre und so diese Mittagshitze vermieden hätte. Die Sonne ist ganz schön intensiv und der Aufstieg war doch recht steil in kurzer Zeit. Und hier ist nirgendwo Schatten, also hier gibt es überhaupt keine Möglichkeit, sich irgendwo mal vor der Sonne zurückzuziehen. Jetzt ist es 12 Uhr. Jetzt mal schauen, wo wir hier rasten, weil um uns rum sind eigentlich nur geröllbedeckte Berge und ganz spärliche Vegetation. Ja, hinter mir ist der Ilamane mit 2730 Meter und wir machen hier Rast nach 3,5 Stunden. Hier gibt es leider keinen Schatten, also müssen wir wahrscheinlich selber welchen schaffen. Ja, die Karawane ist ungefähr 400 Meter hinter mir. Die Dromedare sind relativ langsam beim Bergabgehen in dem felsigen Gelände. Dazu verrutscht die Ladung immer wieder, sodass die neu adjustiert werden muss. Das dauert halt ein bisschen. Ja, man findet hier häufiger Spuren von Schakalen und von Mufflons und jetzt nicht unbedingt im Gebirge, sondern weiter unten auch Spuren von Gazellen neben den halbwilden Eseln, die hier leben. Man hört manchmal auch nachts die Schakale, aber alle Tiere hier sind ganz extrem vorsichtig.
weil die halt auch immer noch gewildert werden. Sind die halt eigentlich nur noch nachtaktiv. Ja, es ist jetzt 20 nach 6. Wir sind vor kurzem hier an unserem Lagerplatz angekommen. Nach 6,5 Stunden reiner Gehzeit und mit Sicherheit der landschaftlich schönsten Etappe bis jetzt campieren wir in so einem kleinen Flussbett hier auf ungefähr 2200 Meter Höhe. Ja, das hinter mir ist ein ehemaliges Küchengebäude und das hier ist so eine Art Campingplatz, den es seit ca. 60 Jahren gibt. Und das verraten auch die eingravierten Inschriften von anderen Urlaubern, die zum Teil bis ins Jahr 1965 zurückreichen. Wir sind hier auf fast 2500 Meter und diese Steinkreise dienen im Schutz vor dem Wind, um die Zelte darin aufzubauen. Das werden wir nachher auch tun und dann laufen wir hier den Berg hoch. Das ist ein guter Aussichtspunkt. Heute Nacht soll die kälteste Nacht werden, an Betracht des Winds und der Höhe. Und da wir letzte Nacht schon deutlich unter 0 Grad hatten,
Müssen wir uns heute Nacht gut darauf vorbereiten. Ab morgen steigen wir dann ab, dann wird es wahrscheinlich wieder etwas wärmer werden. Wir sind gestern das relativ kurze Stück hier zum Fuß des Assekrem gelaufen. Das war nur etwa 2,5 Stunden. Haben dann hier Mittag gerastet und sind nachmittags zum Assekrem hinter mir aufgestiegen. Der Berg ist 2760, glaube ich, Meter hoch und oben ist die bekannte Eremitage. Haben dann da auf den Sonnenuntergang gewartet, der wirklich schön war. Die Sonne ist ganz da hinten hinter den Bergen untergegangen und eine wirklich spektakuläre Aussicht. Es ist ein ganz besonderes Gebirge. Man hat ganz viele sehr steile Gipfel, die so dazwischen aufragen. Habe ich so in der Form noch nirgendwo anders gesehen. Dann im Dunkeln wieder abgestiegen, zu Abend gegessen. Und dann, da wir hier den höchsten Punkt haben, also wir sind hier von unserem Lager auf über 2500 Meter und wir hatten gestern sternklaren Himmel und Neumond dazu, habe ich die Gelegenheit genutzt, noch ein bisschen Astrofotografie gemacht. Man hat hier ganz spektakulär die Milchstraße gesehen. Ich noch Langzeitbelichtung gemacht und Serienaufnahmen und das hat gedauert. Bin dann so um 10:30 ins Bett gegangen und dann ziemlich schlecht geschlafen. Zum einen, weil morgens um 5 Uhr wurde es dann hier so kalt, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Und dann, als ich wieder hätte schlafen können, da ist hier direkt so neben meinem Zelt, das hinter mir stand, so eine Herde halbwilder Esel entlang galoppiert. Und die haben dann hier eine Zeit lang gespielt, waren auch 6 Jungtiere dabei. Das war ziemlich laut, wenn die so einen Meter an einem Kopf vorbeilaufen. Naja, jetzt ist es mittlerweile 7:45 Uhr.
Ja, die Esel hinter mir, die sind alle nicht wild, sondern so halbwilde Esel, die alle einen Besitzer haben, aber hier mehr oder weniger frei leben. Und das ist ganz interessant, weil das ist eigentlich der ursprüngliche Lebensraum der wildlebenden Esel gewesen, aber sie sind in freier Wildbahn ausgestorben. Das heißt, ab und zu sieht man so Herden in Algerien, aber es sind keine wilden Esel, auch wenn sie eigentlich in ihrem natürlichen Lebensraum sind und relativ naturnah leben. Um den Assekrem ist alles relativ gut erschlossen und es gibt einige Pisten, die dahin führen. Wir haben gestern auch eine Gruppe französischer Touristen getroffen, die von der anderen Seite des Assekrem da zum Sonnenuntergang hochkamen. Wir sind von der gegenüberliegenden Seite gekommen. Und jetzt auf dem Weg nach Westen sind wir in so ein kleines Tal abgebogen. Und das ist ganz schön, weil hier ist das Gelände zu schwierig für Geländewagen, sodass es auch keine Pisten gibt. Wir folgen hier den gut ausgetretenen Eselspfaden. Ja, wir sind jetzt wieder auf einer Piste unterwegs. Zumindest der westliche Hogger scheint so durch Pisten relativ gut erschlossen. Aber wir haben bis jetzt noch kein einziges Fahrzeug gesehen in den letzten Tagen. Das Gelände hier ist ziemlich flach. Dementsprechend gibt es wenig, was den Wind hier aufhält. Und es ist ganz schön windig. Und gleichzeitig ist die Sonne sehr intensiv. Wir sind immer noch auf 2400 Meter.
Wir sind heute von unserem Lager am Fuß des Assekrem über mehrere Seitentäler in etwa 5 Stunden jetzt bis hier in so ein ausgetrocknetes Flussbett abgestiegen auf ungefähr 2250 Meter. Das Wetter war super, aber seit gestern Ramadan begonnen hat, sind unsere Begleiter etwas weniger belastbar, sodass wir kürzere Etappen in längerer Zeit gehen. Aber das ist nicht schlimm, die Landschaft ist schön. Und hier ist außer uns niemand. Es ist vollkommen ruhig. Rechts neben mir wird gerade das Essen gekocht. Die Zelte sind schon aufgestellt. Und jetzt ist aktuell 17:34 Uhr und die Sonne geht gerade hinter dem Berg da unter. Also in 10 Minuten haben wir hier auch kein Licht mehr. Das geht die nächsten Tage noch so weiter. Wir steigen jetzt sukzessive etwas ab. Nicht wirklich auf normal Null, aber so auf 2000 Meter ungefähr. Die Berge um uns herum sind auch nicht mehr so hoch, die sind so maximal 2300 Meter und nicht mehr 2,7 wie jetzt noch vor 2 Tagen. Ich probiere jetzt einen Tee aus irgendwelchen Sachen, die ich in der Wüste gefunden habe. Also sieht aus wie Fenchel, riecht wie Liebstöckel und schmeckt auch so. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, wir haben heute Nacht in so einer Senke hier kampiert, was so den Vorteil hat, dass man noch abends ein bisschen länger Sonne hat, aber den Nachteil, dass sie morgens später kommt und ohne Sonne ist es hier richtig kalt. Das macht vor allem der Wind, dadurch fühlt sich gleich 10 Grad kälter an. Heute Nacht war es eigentlich so warm, dass ich mit offenem Schlafsack schlafen konnte. Das heißt so warm, also es war wärmer als die letzten Tage, zum Teil das Wasser nachts gefroren ist. Die Sonne lässt noch ein bisschen auf sich warten. Wir packen schon mal unsere Sachen zusammen und dann ist es innerhalb kürzester Zeit schlagartig wieder heiß und zur Mittagszeit dann so heiß, dass wir irgendwo Schatten suchen nach Möglichkeit, bevor es dann abends wieder so kalt wird, dass man eigentlich eine Decke braucht, wenn man da am Feuer sitzt und was isst. Das ist schon so tageszeitliche Schwankungen von fast 30 Grad. Wir sind jetzt auf einer Hochebene unterwegs, etwa 2200 Meter hoch und hier ist es ganz schön windig und trotz der Sonne ziemlich kühl. Das geht nur gut, solange man sich viel bewegt. Wenn man jetzt stehen bleibt, dann würde ich, glaube ich, relativ schnell anfangen zu frieren. Ja, auf der Hochebene, auf der wir hier gerade
Pause machen, herrschen so Windgeschwindigkeiten von deutlich über 30 km/h. Also es ist, auf der einen Seite ist natürlich gut, weil das die Hitze erträglicher macht. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wenn das nachher so ist, wie wir die Zelte entsprechend aufstellen. Aber das ist echt schon ganz schön krass. Also vor allem auch mit dem Sand, der durch die Luft fliegt. Mal sehen. Wir haben aktuell noch Siesta-Zeit. Heute schon ein bisschen früher als sonst, weil wir aufgrund des leichten Terrains viel schneller vorangekommen sind als die letzten Tage. Und das heißt, die anderen schlafen alle noch. Auch unsere Begleitmannschaft ruht sich aus. Ja, wir sind hier in der Nähe der Piste und wurden gerade nochmal nachversorgt. Pickup kam und hat Obst und hauptsächlich Baguette gebracht. Sehr viel Baguette. Wirklich super windig gerade hier auf dem Kamm. Mindestens 50 km/h Wind. Wenn mich nicht alles täuscht, ist heute unser 8. Tag und wir sind heute das erste Mal ohne die Dromedare unterwegs. Die bleiben unten an unserer Lagerstätte und so auch unsere Zelte. Wir sind jetzt zu Fuß unterwegs in den Bergen und wollen uns einige, wenn ich es richtig verstanden habe, Felsmalereien ansehen. Ich bin sehr gespannt, es ist noch ziemlich früh. Die Sonne ist etwa vor einer Stunde aufgegangen. Dementsprechend schön ist das Licht hier momentan.
Wir haben jetzt für ungefähr 2 Stunden hier Pause gemacht und es ist ganz drückend heiß, der Himmel ist bewölkt, es ist schwül. Boah, ist wirklich unangenehm. Wir bleiben heute Nacht hier und gehen erst morgen weiter. Und ich bin auf der Suche nach einem guten Platz zum Schlafen. Das macht es halt nicht gerade leichter, dass es so drückend heiß ist. Ja, ansonsten campieren wir hier bei so einem Flusslauf, der größtenteils ausgetrocknet ist. Und links und rechts gibt es noch relativ viel Grün, sodass die Dromedare genug zu fressen finden. Ja, es ist jetzt circa 9 Uhr und wir bewegen uns Richtung Osten. Jetzt circa 30 Kilometer nördlich von Tamanrasset. Wir überqueren gerade ein Hochplateau auf so etwa 2100 Meter. Es ist mehrere Dutzend Kilometer groß. Man kann wirklich sehr weit in die Ferne sehen und es gibt hier fast nichts. Es ist eine große öde Landschaft mit viel Basaltfelsen, ab und zu mal ein paar Büschen. Genau das Richtige eigentlich, um während des Wanderns mal so abzuschalten und so nach innen gekehrt nachzudenken. Ja, es ist jetzt ungefähr 11:30 Uhr und wir sind nach nur 2 Stunden Gehstrecke jetzt schon an unserem Lager für die Nacht angekommen. Hier zwischen so großen Felsen. Ich habe schon mal aufgebaut. Werden nach dem Mittagessen dann nochmal so 2 Stunden weiter wandern und uns Petroglyphen ansehen.
Ja, wir haben hier einige Büsche mit diesen Beeren entdeckt. Die sind schon komplett durchgetrocknet. Aber wir haben sie einfach mal gegessen. Und die schmecken ungewöhnlich, aber jetzt nicht schlecht. Und nachdem unsere Touareg-Begleiter größere Mengen davon gesammelt haben, glauben wir, dass es wahrscheinlich gut ist, wenn man die isst. Wir waren eben noch mal knappe 3 Stunden unterwegs und haben uns hier so ungefähr 1,5 Kilometer von hier so Felsmalereien angesehen. In einer wirklich spektakulären Landschaft mit einem ganz fantastischen Ausblick. Naja, und jetzt ist es um die 16:30 Uhr oder so. Wir entspannen ein bisschen. Guten Morgen, es ist kurz nach 7. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Ich habe schon alles abgebaut. Und hinter mir wird das Frühstück vorbereitet. Wir sind hier nur noch auf knapp unter 2000 Meter und das merkt man auch. Also morgens ist es deutlich wärmer. Also zu viele Flugobjekte unterwegs. Obwohl ich wahrscheinlich nicht gestochen wurde. So, es ist jetzt 8:40 Uhr und wir gehen jetzt los. Bis zur Mittagspause sind 3 Stunden anberaumt und dann nochmal 3 Stunden weiter Richtung Osten, sodass wir heute eigentlich ganz gut Strecke machen sollten. Vor allem, wenn das Gelände so einfach zu gehen ist wie in den letzten Tagen, schaffen wir sicher 25 Kilometer. Das ist was um den Dreh. Wir sind jetzt nach etwa 3 Stunden an unserem Lagerplatz angekommen.
Mittagspause. Und das ganz merkwürdiges Wetter. Es ist so total bewölkt, ganz dunstverhangen alles. Warm, man sieht die Sonne aber kaum, weil die Wolken so dicht sind. Was natürlich schlecht ist, weil ich hier viel weniger gut Strom erzeugen kann für die Akkus, durch die ich durchbrenne. Wir machen jetzt eine Pause und dann geht es nochmal circa 3 Stunden weiter. Wir sind wieder unterwegs und der Himmel ist so zugezogen, dass man die Sonne gar nicht mehr erkennen kann. Daneben ist es ein bisschen windig, ist eigentlich zum Wandern ideal, aber natürlich nicht so schön, um die Landschaft zu würdigen. Ja, wir sind hier um 16 Uhr an unserem Lagerplatz angekommen. Ich habe gerade mein Zelt aufgebaut. In dem Moment fing es leicht an zu regnen. Ich habe mir schon gedacht, dass es nicht alles sein würde und momentan nimmt es jetzt wieder zu. Also ich werde mich jetzt, glaube ich, doch in mein Zelt zurückziehen. So, der Regen ist dann doch weitestgehend ausgeblieben. Es hat nur so ein bisschen leicht geregnet. Jetzt aktuell kommt die Sonne wieder raus. Das ist doch ganz schön. Bonjour. Heute ist, glaube ich, der 13. Tag. Es ist kurz vor 9 und wir sind unterwegs. Diesmal Richtung Süden. Wir wissen nicht, wo es heute hingeht. Mal schauen. Wir haben noch einige Tage. Und bewegen uns jetzt hier aus dem Flusstal raus, in dem wir die Nacht verbracht haben. Das Wetter hat aufgeklärt, nachdem es gestern mal ein bisschen geregnet hatte und stark bewölkt war, aber heute Morgen der Himmel blau. Es gibt so ein paar kleine Wolken. Mal schauen, wie so der Rest vom Tag wird. Die letzten Tage immer sehr durchwachsen.
des Winds ist es ganz schön heiß. Also wenn der Wind nicht wäre, dann wäre es hier schwer erträglich zu wandern. Eine der wenigen Pflanzen, die sich hier durchgehend behaupten können, sind die Schirmakazien, die es hier relativ zahlreich gibt, von denen sich die Kamele auch zu einem großen Teil ernähren. Wir benutzen das Holz zum Feuer machen und man sollte trotzdem einmal darauf hinweisen, dass das eine relativ große Gefahr ist, das Holz zu sammeln und versehentlich auch reinzutreten, weil wenn man sich die Dornen einmal ansieht, die werden so lang wie mein Zeigefinger und die gehen durch weiche Sohlen durch. Ich habe gestern mal eine in der Schuhsohle stecken gehabt, die zum Glück nicht ganz durchgegangen ist. Aber die sind sehr, sehr hart, sehr widerstandsfähig, sehr spitz und vor allem sehr lang. Muss also mit der Ausrüstung wirklich aufpassen, dass man da nirgendwo die auf so einen Zweig draufstellt oder so oder sich draufsetzt. Ja, wenn ich es richtig überblicke, sind wir heute 2 Wochen unterwegs. Sind jetzt die letzten Tage immer weiter Richtung Süden gewandert mit großen Umwegen um die hier stehenden Berge und sind jetzt circa 20, 25 Kilometer nördlich von Tamanrasset. Ab heute soll es dann Richtung Osten gehen. Da sind wir noch circa 60 Kilometer von unserem Zielpunkt an der Straße, die um das Gebirge drumherum geht, entfernt. Morgen ist geplant, dass wir nochmal Vorräte aufnehmen für die nächsten 4 Tage. Ja, die halbwilden Esel graben hier diese Sandkuhlen, um so Sandbäder zu nehmen. Findet man hier überall.
So, in nur 1,5 Stunden ist das Wetter umgeschlagen und da hinten regnet es. Hier kommen auch schon einzelne Tropfen runter. Der starke Wind ist allerdings immer noch da. Die Chameliers sind losgegangen, die Dromedare zu holen. Und dann gehen wir wohl noch ein bisschen weiter Richtung Osten. Es ist jetzt 14 Uhr. Der Wind ist so stark, dass man sich kaum auf den Beinen halten kann. Alle sind von den Dromedaren abgestiegen. Wir steigen jetzt ins Tal ab, das ist hoffentlich windgeschützter. Ich bin schon total nass, weil meine ganzen Sachen auf maximale Atmungsaktivität ausgelegt sind. Und es jetzt auch schon ein bisschen mehr regnet. Aber naja, ich schätze, das wird nicht für lange Zeit andauern. Ja, wir haben mir die Gelegenheit genutzt, gleich an dem Wasserquell hier einmal Wasser für uns nachzuschöpfen, weil unseres zur Neige gegangen ist und das, was von oben kommt, nicht ausreicht. Der Regen für sich genommen wäre gar nicht so ein Problem, wenn es dazu nicht noch so windig wäre. Es gefühlt schon ziemlich kalt. Und der Regen kommt immer nur von einer Seite. Das ist ziemlich nervig. So, wir sind jetzt nach insgesamt 6,5, knapp 7 Stunden Gesamtlaufstrecke heute an unserem Lagerplatz angekommen. Leider regnet es immer noch und der Himmel ist sehr stark bewölkt. Jetzt müssen wir mal einen guten Platz suchen, wo ich mein Zelt aufbauen kann, wo ich nicht absaufe, falls es doch noch mehr regnet. Ich habe es geschafft, das Zelt gerade in so einer sehr kurzen Regenpause aufzubauen, ohne dass alles nass geworden ist. Es regnet immer noch, wie man unschwer hören kann. Die Sachen, die ich trage, sind total nass, meine Schuhe auch. Aber ist nicht so schlimm. Was für ein Wetter. Ja, wir waren gerade am Essen und Sachen trocknen am Feuer. Um uns herum Gewitter. Im einen Moment fängt es an zu regnen wie Sau. Und jetzt bin ich nasser als vorher, meinen letzten Klamotten. Super, wirklich.
ich habe ziemlich wenig und schlecht geschlafen, weil es heute Nacht immer wieder gestürmt und gewittert hat und ziemlich stark geregnet hat. Das Zelt hat dem locker standgehalten, aber es ist dann so laut, dass an Schlaf nicht zu denken ist. Jetzt ist seit ein paar Stunden auf jeden Fall ruhig. Ich schaue mal und gucke, dass ich meine Sachen von gestern trocknen kann. Ja, die Sonne ist zwar aufgegangen und scheint auch etwas, aber leider kommt der Wind aus Westen und da hinten ist ein heftiges Gewitter und die Wolken ziehen so, mäßig schnell hierher. Wir müssen jetzt gucken, dass wir schnell unser Zeug zusammenpacken und dann versuchen, der Gewitterfront zu entkommen, wobei ich mir da wenig Chancen ausrechne. Ja, der Tag geht genauso weiter, wie der gestrige aufgehört hat. Es gibt starke Windböen und es regnet und es ist kalt. Das Regengebiet zieht gerade über uns. Wir hoffen alle, dass es schnell vorübergeht und den Rest des Tages dann ein bisschen warm wird, dass unsere Sachen wieder trocknen können, weil die sind schon wieder nass. So, nachdem dieser Tag so mäßig angefangen hat, mit einer fast vollständig durchwachten Nacht aufgrund des Sturms und des Regens und des Gewitters, heute Morgen so die feuchten Sachen zusammengepackt, dann hat es wieder ein bisschen geregnet. Ich war einfach den ganzen Tag wie so ein Schlafwandler. Alles ist schwieriger gewesen als sonst, alles schwerer, Beine schwer, Rucksack schwer, Kamera schwer. Einfach weil ich so müde war. Wir sind jetzt 5 Stunden gelaufen und in diesen fantastischen Skulpturenpark hier gekommen, in dem wir unser Lager aufgeschlagen haben. Das ist wirklich super. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie durch die Erosion solche Felsformationen entstehen sollen. Vor allem, dass irgendwelche rundgeschliffenen Felsen auf anderen Felsen drauf sitzen und so. Das ist fantastisch. Das Wetter ist super, die Sonne scheint. Hinter mir sind so ein paar verdächtige Wolken, aber bislang kommt der Wind noch aus der anderen Richtung. Zelt ist aufgebaut für alle Fälle. Ja, und ich gehe jetzt ein bisschen rum und freue mich an der Umgebung.
وهو انت اللي لا غلط هذا السيستم يقول هكا Hier gibt es immer wieder Familienverbänden von Senegal-Flughühnern. Die sind schwer zu fotografieren. Ich habe das Tier jetzt mal draußen, sodass ich eine kürzere Reaktionszeit habe. Mal sehen. Ja, ist von außen völlig unscheinbar. Man würde hier gar nichts erkennen, wenn man einfach nur dran vorbeiläuft. Oder wenn man ein bisschen weiter reinschaut. Da sind hier diese mehrere tausend Jahre alten Malereien und das ist wirklich super.
يا الكريم. Ja, ein Quell ständiger Freude sind die Myriaden an Fliegen, die einen hier umkreisen und auf einem landen. Das hatte ich ganz vergessen, wie es ist, wenn man in tiefere, wärmere Gefilde kommt. Oben im Gebirge hatten wir ganz wenig. Und hier ist es zum Teil, man steht auf, kommt aus dem Zelt und 40 Fliegen kreisen um einen rum und setzen sich auf einen drauf. Ich kann es mal kurz zeigen. Ja, ist schon ein bisschen nervig. Es ist schon seit einigen Stunden super windig. Aber sieht bislang vom Wetter her gut aus. Lass mal schauen. Heute ist unser vorletzter Tag. Wir haben nur noch ein kurzes Stück bis zu unserem Lagerplatz. Und dann fahren wir morgen nach Tamanrasset zurück. Ist die Tour leider schon zu Ende. Wir sind jetzt nach insgesamt 5 Stunden Gehzeit heute nach der zweiten Etappe an unserem letzten Lagerplatz angekommen. Das waren die letzten 2 Stunden. Ganz schön mühsam, weil wir starken Wind von vorne hatten und man musste dann gegen so Böen mit 50 Stundenkilometer ankämpfen. Ich baue jetzt mein Zelt hier auf und dann werde ich den Abend noch genießen, den letzten hier im Hoggar.
Also ich habe mir es ganz oft vorgenommen, bei diversen anderen Reisen so ein Fazit zu ziehen am Ende. Und habe es immer irgendwie aus Faulheit oder so nicht gemacht. Aber diesmal wollte ich es wirklich einmal machen. Also ich bin jetzt gerade 3 Wochen durchs Hoggar-Gebirge in Algerien gewandert und wollte so ein kurzes Fazit dazu geben. Also das Hoggar ist ein Hochgebirge hier im Süden Algeriens bis knapp unter 3000 Meter. Und der Trek ging über 19 Tage bis zu einer maximalen Höhe von 2760 auf dem Assekrem. Die Zeit war Februar bis März und die Tagesetappen waren einmal 2 Stunden, ansonsten immer in der Regel zwischen 6 und 7 Stunden. Meistens aufgeteilt in 2 Etappen, einmal morgens so gegen 8:30 Uhr und dann nachmittags so ab 14 Uhr. Von der Schwierigkeit her würde ich sagen, ist ein moderater Trek. Das Terrain ist nicht besonders schwierig, es gibt halt Passagen, bei denen man viel über so Geröllfelder läuft, auch wegloses Terrain. Das ist dann ein bisschen anspruchsvoller. Man macht an manchen Passagen doch relativ viele Höhenmeter, also mehrere 100 Meter auf und ab pro Tag, einfach dadurch, dass man die Hügel hoch und runter geht. Und erschwerend kommt hinzu, dass es doch extreme Temperaturdifferenzen gibt. Also wir hatten -4 Grad, war das kälteste nachts, es ist Wasser gefroren. Wir hatten auch tagsüber +35 Grad. Dazu häufig starker Wind, so wie jetzt gerade, und sehr, sehr intensive Sonneneinstrahlung. Mehrmals hatten wir auch Regen, einmal während wir gewandert sind. Das war dann nicht so einfach, weil der Boden dann sehr schnell sehr schlammig wird und die Tiere nicht so gut Halt haben. Und es ist nachts vor allem halt ein Problem, weil die Ausrüstung, die gestellt wird, eigentlich den Wetterbedingungen nicht gerecht werden kann. Das ist ein gutes Stichwort zum Thema Ausrüstung. Was sollte man für so einen Trek mitnehmen? Also ganz wichtig ist ein paar Wanderschuhe oder Bergstiefel. Das ist kein Trek für Turnschuhe oder für Sandalen. Und das Material leidet hier unheimlich. Also meine Schuhe sind nach diesem Trek, dann haben die insgesamt 4 Monate hartes Trekking hinter sich, dann sind die fertig. Und das sind Bergstiefel. Der eine Schuh rechts hatte ein Loch vorne in der Sohle, das geht fast bis innen durch und das Material hat sehr, sehr gelitten, vor allem durch die vielen dornigen Naturalien, die auf dem Boden rumliegen. Ja, also hier um uns rum sind lauter Akazien, da tritt man häufiger rein. Deshalb, man sollte hier nach Möglichkeit nicht barfuß rumlaufen. Es gibt viele, viele dornige Pflanzen, scharfkantige Felsen, manchmal liegt auch Glas rum. Ja, also die Schuhe. Ich persönlich bin mit Gepäck gewandert und nicht geritten, also dementsprechend habe ich voll auf Synthetik gesetzt und sehr atmungsaktive Sachen. Das hat für mich gut funktioniert. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist der Czech. Den kann man vorher günstig kaufen. Und der schützt nicht nur vor der Sonne, sondern man kann den auch so wickeln, dass er die Nase und den Mund schützt. Nicht nur vor der Sonneneinstrahlung, sondern auch vor der sehr, sehr trockenen Luft. Also die Schleimhäute trocknen hier durch die intensive Sonne und den Wind und die trockene Luft schnell aus. Und dafür ist es eine echt gute Sache. Was man mitnehmen sollte, was ich nicht mitgenommen habe und bereut habe, ist eine Jacke. Eine Daunenjacke wäre nicht schlecht für abends. Die Temperaturen im Gebirge durchaus um die 0 Grad sein können, früh morgens und abends. Und eine Regenjacke als Windbreaker oder wenn es wirklich anfängt zu regnen, hatte ich auch nicht dabei, habe ich auch vermisst. Ansonsten ein Schlafsack, der Temperaturen von mindestens 0 Grad Komfortbereich hat. Und ich würde empfehlen, ein eigenes Zelt mitzunehmen. Die Pop-up-Zelte, die hier gestellt worden sind, die waren alle in irgendeiner Weise defekt. Wasserdurchlässig oder ließen sich nicht richtig verschließen. Ich hatte mein eigenes Zelt dabei und war da ganz dankbar dafür, vor allem als es hier so richtige Sturmböen gab. Und es hat heftig geregnet zum Teil. Das Zelt war immer dicht, es hat immer gut gestanden, da gab es nie ein Problem. Ich hatte noch eine Isomatte mit, die hätte man nicht unbedingt gebraucht, weil hier solche Matratzen gestellt werden. Aber ich bin gern autark. Wenn man irgendwas hat, was Strom verbraucht, dann ist es hier prädestiniert dafür, ein Solarpanel mitzunehmen. Ich hatte eins dabei, das habe ich mir vor ein paar Jahren mal günstig gekauft. Und damit konnte ich pro Tag ein GoPro-Akku und mein Handy und die Kopflampe, die man unbedingt mitnehmen sollte, problemlos laden. Ich hatte eine kleine Powerbank dabei, habe die immer tagsüber geladen
Und ich habe nicht den ganzen Tag geladen, sondern einfach nur morgens so eine Stunde, mittags 2 Stunden und dann abends nochmal 1-2 Stunden. Und das hat gereicht. Die Sonne ist hier so intensiv, das hat super geklappt. Trotzdem als Reserve sollte man eine Powerbank mithaben, wenn man mehr so energiehungrige Sachen mitnimmt, so wie ich. Drohnen sind in Algerien verboten. Deswegen hatte ich keinen so hohen Stromverbrauch. Normalerweise ist die Drohne das, was am meisten Energie frisst. Also einmal fliegen, 20 Minuten Akku leer und der braucht relativ lange, bis der wieder geladen ist. Man sollte unbedingt alles an Elektronik, an Papieren, Geld und so weiter, alles was wichtig ist, in robuste Kunststofftüten mit einem wasserdichten Verschluss verpacken und am besten auch eine wasserdichte Tasche mitnehmen. Also zum einen, wenn die auf den Dromedaren transportiert werden, kommt viel Sand da drauf. Zum anderen kann es natürlich regnen. Dasselbe gilt für die Sachen im Rucksack, ja, die unbedingt vor Wasser und Sand schützen. Was man mitnehmen sollte auf jeden Fall in seinem Erste-Hilfe-Kit ist eine Splitterpinzette. Eben wegen der vielen dornigen Pflanzen, die es hier gibt. Vor allem die Akaziendornen sind brutal lang, also zum Teil so lang wie mein Zeigefinger, dass man die rausziehen kann. Und es gibt auch relativ viele Zecken, nicht nur durch die Dromedare, die welche aufsammeln, sondern auch im Gras. Ich habe so ein halbes Dutzend Zecken gefunden, keine hat mich gebissen zum Glück, aber man kommt damit in Kontakt, das lässt sich praktisch nicht vermeiden. Sonnencreme ist wichtig, ja. Und abgesehen davon war ich eigentlich gut ausgestattet. Mir hat halt, wie gesagt, eine warme Jacke gefehlt und eine Regenjacke. Das war eigentlich alles. Ja. Was man auch haben sollte, ist so eine Plastikflasche oder irgendeine geartete Flasche, die man mitnimmt, die mindestens 1 Liter fasst. Mehr ist eigentlich nicht notwendig, weil die Etappen kurz genug sind, dass man dann wieder neues Wasser nachgeschenkt bekommt. Man sollte hier darauf achten, wenn man an so einen Platz kommt, wo man übernachtet, dass man darauf achtet, dass der Kunststoff, der wird ohnehin nicht mitgenommen. Die Entsorgung Taman Rasset funktioniert nicht, dass der vor Ort komplett verbrannt wird. Ja, und wir haben dann immer noch den Plastikmüll von anderen Leuten mit aufgesammelt und auch mit verbrannt, dass der nicht irgendwo rumfliegt. Das ist schon traurig, wenn man hier in manchen Gegenden unterwegs ist. Da liegen viele Plastikflaschen auf dem Boden, Plastiktüten in den Bäumen. Das muss eigentlich nicht sein. Ja, im Zweifelsfall macht man ein Feuer und verbrennt die. Stichwort Feuer. Hier wird jeden Tag Feuer gemacht. Dementsprechend muss man da ein bisschen drauf achten. Es gibt Funkenflug manchmal und es ist aber ganz gut, wenn man seine Sachen trocknen möchte. Allerdings ist es sehr nachteilig, da man nach 2-3 Wochen dann extrem nach Rauch stinkt, ja, weil natürlich man sitzt immer irgendwo in der Windrichtung, der Rauch zieht einem ins Gesicht und geht aus den Klamotten auch nicht mehr raus. Groß gestört hat mich das nicht. Ja, wie würde ich es einschätzen? Also zusammengefasst, es ist ein moderater Trek in einer wirklich ganz tollen, spektakulären Landschaft. Das ist ja alles vulkanischen Ursprungs hier und ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Gebirge gesehen, das ähnlich aussieht wie das Hoggar-Gebirge und ich habe schon ziemlich viele Gebirge gesehen. Was man nicht erwarten sollte, ist, dass man hier komplett abgeschieden und unberührt ist. Der Hoggar ist relativ gut erschlossen mit Pisten und viele Stellen, an denen wir übernachtet haben, da kommt man auch mit Fahrzeug und kurzem Fußweg hin. Aber es gibt durchaus auch einige Plätze und einige Routen, die man eigentlich nur zu Fuß und mit Dromedaren bewältigen kann. Aber man stößt doch immer wieder, kreuzt man irgendwelche Pisten. Touristen, andere haben wir einmal, eine andere Gruppe gesehen in 3 Wochen. Ansonsten eine Handvoll Einheimische, 2 Fahrzeuge, also es ist wirklich überschaubar. Es ist nicht so, dass hier Massenbetrieb ist, sondern es ist noch ziemlich wenig los. Das hat mir besonders gut gefallen, ja. Es war oft sehr still. Was man hier nicht sieht, sind viele Tiere. Also wir haben mal Schakale gehört. Man sieht ab und zu mal irgendwie aus der Ferne mal ein Tier, mal ein Vogel oder so. Die haben alle extrem große Fluchtdistanzen, weil hier auch immer noch gewildert wird. Und das ist schade. Dazu war es auch noch relativ kalt. Und wir waren recht weit oben, sodass viele Tiere nicht aktiv waren. Ich habe 3 Wochen lang erfolglos nach Schlangen oder Skorpionen gesucht. Ich weiß nicht, ob es hier überhaupt welche gibt. Ich meine, wir sind hier immer noch auf 1500 Meter und hier endet unsere Tour.
Aber ich habe wirklich viel gesucht und keinen gefunden. Also zumindest im Februar, März muss man sich anscheinend darum keine Gedanken machen. Ja, alles in allem schöne Tour. War körperlich für mich jetzt nicht besonders anspruchsvoll. Ich hätte das noch ein bisschen länger machen können. Was man berücksichtigen muss, ist, wenn man hier ist, man hat an den wenigsten Orten Handyempfang. Es gibt so ein paar Stellen, wo das geht. Aber wenn man sich zu Hause abmeldet und hierher fährt zum Wandern, muss man sich darüber im Klaren sein, dass man unter Umständen mehrere Wochen lang keinen Kontakt haben kann. Ja, das geht einfach nicht. Wie das hier geregelt ist, wenn ein Problem auftritt, weiß ich ehrlicherweise nicht. Man muss eine Versicherung haben, eine Auslandskrankenversicherung, die auch Bergekosten übernimmt. Ja. Und zur Not hätten wir die Dromedare, die auch jemanden in mehreren Tagesetappen irgendwo hintragen können, zur Not. Ja. So, es ist der letzte Morgen unserer Tour und wir haben noch einen längeren Marsch vor uns, bevor es dann nach Tamanrasset geht. Das Wetter ist super,